Damen und Herren, ich möchte Sie einladen, in meiner Ausstellung Lebensraum Farbe zu einem kleinen Rundgang. Sie ist leider auch der Epidemie zum Opfer gefallen, in dem Sinne, dass sie zur Hälfte nun ausfällt. Und deshalb haben wir uns veranlasst, wenigstens einen Eindruck dieser Ausstellung Ihnen zu vermitteln. Diese Arbeit ist aus den 80er Jahren, wobei die restliche Ausstellung sich auf die letzten 5 Schaffensjahre bezieht. Aber hier wird meine Position deutlich, dass ich von Anfang an mich bemüht habe, einen Farbraum ins Volumen zu bringen und eine plastische Wirkung der Malerei auf den Betrachter aus dem Bildgrund heraus angestrebt habe. Im Gegensatz zu der frühen Arbeit, Farbraum Sonnenspiegel genannt, ist dieses die letzte, also die aktuellste aus diesem Jahr, und sie ist ganz gegensätzlich aufgebaut. Hier ist die Dichte der Malerei das Ziel, während hier geradezu die Offenheit und die Transparenz, die aquarellhafte Wirkung der Farbe das Volumen gestaltet. Dieses Bild habe ich Canto Ligure genannt, weil es die Rhythmik und die Musikalität auch der Farbe ausdrückt. Die Musik ist ohnehin für mich ganz wichtig, weil sie genauso wie die Malerei in Schichten gebaut ist und in der Horizontale sich sozusagen verwirklicht. Dieses Bild macht deutlich, wo meine Problematik in der Malerei, meine Problemstellung anzusiedeln ist. Es ist das erste Bild, was diese Modulation hat, das heißt die plastische Wirkung der Farbe. Sie entsteht durch vielfache Schichtung des Farbraumes, 60, 70 Lasuren mitunter, die allmählich dann diese Plastizität des Bildes entstehen lassen. Mit Assoziationen, die der Betrachter entsprechend seinen aus dem Bild heraus lesen kann. Diese 2 Bilder machen deutlich, wie ich arbeitsmäßig vorgehe. Zumeist arbeite ich an 2 Arbeiten auf dem Boden liegend, eine vor mir, eine hinter mir, und entscheide zu Beginn des Prozesses ein rotes Bild, ein blaues Bild. Das ist eigentlich der Ausgangspunkt. Und dann geht es mit vielen Schichten, mit Assoziationen, mit Gedankengängen an die Verdichtung der Malerei. Manche Bilder haben Titel, wenn sie sich ergeben im Nachhinein. Und dieses Bild in seiner Dramatik, in seiner hochgradigen Auflösung habe ich Phönix genannt, weil es diese Bewegung, das Rüdelhafte vom Dunklen ins Licht, ins Feuer sozusagen assoziiert. Hier Après un rêve, nach einem Traum, auch eine ganz dichte Malerei. Und wenn man die Raumflucht sieht, hier im Schloss Ettlingen, dann ist sehr schön gegenübergestellt diese Offenheit und Transparenz und die Verdichtung der Bilder in diesem Bild. Dieses Bild ist ebenfalls eine frühe Arbeit aus den 80er Jahren. Das habe ich ausgewählt,
weil es die Position nochmal deutlich macht, um die es mir geht. Das Bild ist sozusagen ein Farbraumkörper. Das Ganze entwickelt sich plastisch vom hellsten Punkt nach vorne. Das Bild atmet gewissermaßen zwischen dem Bildgrund und dem Betrachter. Das Ganze ist ein Volumen, das heißt, es wird nicht mehr ein Körper auf dem Bild dargestellt, sondern das Bild ist der Körper. Das Bild ist das Objekt geworden. Diese Arbeiten machen deutlich, wo meine Position heute steht. Mir ist es wichtig, nicht nur ein Bild zuzumalen oder es zu einer festen Farbräumlichkeit zu bringen, sondern die Offenheit dem Betrachter zu zeigen. Das Ziel ist der gestalterische Prozess, die schöpferische Bildfindung, die hier zum Ausdruck kommt. Dahinter steht nämlich eine große innere Freiheit. Und die habe ich mir inzwischen erarbeitet seit 50 Jahren. Und das ist eine Freude für mich, diese beiden Arbeiten so zu sehen, wie sie sich hier präsentieren, in der Offenheit, in der Dichte, dass das Spannungsfelder gibt, leuchtend, hell, dunkel, kalt, warm, trübe Farben, all diese Gegensätze, Linie, die nicht mehr etwas umrandet oder bezeichnet, sondern die selbst ein Ausdrucksträger ist. Die Linie ist gleichwertig wie der Fleck. Der Fleck gestaltet das Volumen den Raum. Diese beiden Arbeiten zeigen eigentlich deutlich, wie der schöpferische Prozess in mir abläuft. Der Titel dieser Bilder heißt In the Lost Garden of Halligan. Das ist ein großer Garten in Cornwall, den wir besucht haben und wo ich oft stundenlang verweile und einfach die Dinge, die stofflichen, materialhaften, formalen Gegensätze eines Gartens aufnehme. Im Atelier entstehen dann sozusagen innere Bilder von diesem Garten, Seelenlandschaften, wenn Sie so wollen, die mehr den inneren Eindruck der Landschaft als den äußeren wiedergeben. Es ist ein umgekehrtes Verhältnis mittlerweile. Ich abstrahiere nicht mehr von der Natur zum Bild, sondern umgekehrt, das Bild verweist in Assoziationen auf Naturerfahrungen. Dieses Bild habe ich auch betitelt Schöpfung, weil es in seiner starken Dichte und Bewegung eine Dynamik ausdrückt, die sich von unten nach oben entwickelt. Es ist eine Arbeit, die über etliche Monate entstanden ist, wie überhaupt die Bilder nicht in wenigen Tagen zu machen sind. Je leichter sie sind, umso mehr gehört die Reflexion dazu. Je dichter, umso komplexer sind alle Beziehungen im Bild. Viele fragen mich immer, ja, wann ist denn das Bild fertig? Wann finden Sie, dass das zum Ende gebracht ist? Wenn alles stimmt, wenn alle formalen, inneren und äußeren Notwendigkeiten des Bildes zueinander die richtige Position und Stimmigkeit haben und dann ein bestimmter Ausdruck das Bild trägt. Dann springt das Bild sozusagen von mir weg und nabelt sich ab von mir und wird freigelassen und existiert auch ohne mich.
Abschluss möchte ich mich noch äußern zu den wunderschönen Dimensionen dieser Räume im Ettlinger Schloss. Ich bin sehr dankbar, dass die Stadt Ettlingen sich so in dieser Weise hinter mich stellt, meine Arbeit und mich ehrt und jetzt schon zum 3. Mal eine sehr große Präsentation in den wunderbaren Räumen des Ettlinger Schlosses zeigt. Bei dieser Gelegenheit möchte ich auch meinen vielen Freunden, Sammlern, Galeristen und Museumsleuten ganz herzlich danken, die mich über die vielen Jahrzehnte, in denen ich nun arbeite, unterstützt haben, gefördert haben. Ich habe immer im richtigen Moment die richtigen Leute kennengelernt, die mich weitergetragen haben. Und dafür möchte ich Ihnen allen ganz herzlich danken. Liebe Freunde, diese Ausstellung und mein malerischer Weg überhaupt zeigt eine positive Energie. Und ich wünsche Ihnen, diese positive Energie mitzunehmen und in die Zukunft zu schauen, positiv nach vorne zu blicken, Energien freisetzen und bleiben Sie alle gesund. Ihr Hans-Peter Münch.